She is Germany's most successful motocross rider of all time. She has been riding motocross since 1995. At that time, she was just 5 years old. Her favorite racetracks are those with mixed ground and altitude differences, such as the one in Agueda in Portugal. Her biggest success was the winning of the World Championship race in Arco in 2018. She is ambitious to become world champion. Therefore, she gives her all. Larissa setzt in der WM eine Yamaha YZ250F Baujahr 23 ein. Das Ganze ist ein Serienmotorrad, so wie es jeder aus der Kiste kaufen kann. Die Serienmaschinen von Yamaha Motor Deutschland geliefert. Die werden dann zerlegt. Der Motor kommt dann zur Firma Bergus, wird da überarbeitet und anschließend auf den Prüfstand abgestimmt. Also motortechnisch bin ich auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Mein Motorrad ist konkurrenzfähig auf jeden Fall. Sieht man ja an den Starts, ich bin meist vorne mit dabei. Ja, gerade auch aus den Kurven raus merkt man natürlich, wenn man an die Konkurrenz drankommt oder dranbleiben kann. Und das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Larissa verwendet ein Kayaba A-Kit-Fahrwerk von der Firma Technical Touch. Die machen den Import für Kayaba-Fahrwerk in Europa. Das Fahrwerk wird da auf ihre Bedürfnisse abgestimmt, was sich vielleicht nicht jeder vorstellen kann, aber das ist nicht ganz einfach bei dem geringen Gewicht, was Larissa auf das Motorrad bringt. Beim Thema Fahrwerk bin ich jetzt nicht sehr penibel. Also ich finde, Technical Touch oder Kayaba hat eine gute Abstimmung für mich gefunden. Natürlich gehen wir auch immer noch an eine Strecke testen. Aber ich komme eigentlich immer wieder zu dem gleichen Setting zurück, wie ich es schon immer gefahren bin. Natürlich ändert man mal 1-2 Klicks ab, aber in der meisten Zeit oder auf den meisten Strecken fahre ich das gleiche Setting, einfach weil ich dann weiß, wie mein Motorrad reagiert, was ich machen muss, beziehungsweise was mein Motorrad macht. Und das ist einfach für mich leichter, als wenn ich sage, ich versuche es immer wieder umzustellen und versuchen es noch perfekter zu machen. Ja, deswegen lassen wir das einfach so und für mich passt das und ich bin da echt froh drüber. Larissa ist halt klein und leicht und das ist dann eigentlich die Sache, wo wir das Motorrad wirklich modifizieren müssen. Das fängt an, dass die Fußrasten höher am Rahmen angebracht sind. Der Lenker ist schon ziemlich stark gekürzt. Er ist viel weiter nach hinten verbaut als bei einem normal gewachsenen Motocross-Fahrer. Larissa fährt ein gekürztes Rahmenheck. Somit hat sie eine Ergonomie ähnlich wie auf einer 80er. Ja, früher war mein ganzes Motorrad nicht modifiziert. Erst seitdem ich quasi Bogo kenne, wurde es komplett umgebaut. Damals hatte ich auch die Fußrasten nicht hochgesetzt. Ja, seitdem Bogo das gemacht hat, ist es natürlich für mich um einiges leichter. Ich kann einfach viel weiter nach hinten gehen, habe dadurch auch eine ganz andere Stellung auf dem Motorrad und kann ganz anders durch die Löcher fahren oder ja, auch ganz anders die Wellen nehmen oder, sage ich mal, das Motorrad auch ausgleichen. Die Sache ist, dass man Larissa Bewegungsraum auf dem Motorrad schaffen muss. Ja, und da gehört das mit dazu, dass sie weiter nach hinten gehen kann. Dass sie sich genauso bewegen kann wie jemand, der größer ist auf dem Motorrad. Wenn ein normal gewachsener sich auf das Motorrad stellt und mit dem Gewicht nach hinten geht, dann ist er am Ende des Schutzblechs mit dem Hintern. Wenn Larissa das bei einem Standardmotorrad macht, dann kommt sie nicht mal ans Ende der Sitzbank. Also ich selber nehme das beim Fahren eigentlich gar nicht so wahr, wie ich mich auf dem Motorrad bewege oder was ich da genau mache. Viel ist einfach, dass es von selbst passiert. Weil ich schon immer so klein war, musste ich mich von Anfang an irgendwie dran gewöhnen und versuchen, das Beste draus zu machen und gar nicht viel mit Kraft zu fahren, sondern einfach ja, mit der Technik das versuchen rauszuholen. Und klar kann ich mich auf meinem Motorrad jetzt nicht besonders viel bewegen, weil ich einfach klein bin, kürzere Beine habe. Aber dadurch, dass mein Motorrad so abgeändert ist und kleiner gemacht ist, fällt es mir auf jeden Fall viel leichter. Larissa fährt Talon-Räder von der Firma Brockhausen. Da sind Excel-Felgen verbaut. Sie fährt immer Bridgestone-Reifen. Am liebsten fährt sie den X20 von Bridgestone. Setzt sie auf fast allen Böden ein. Außer im Sand, da wird der X10 genommen.